Ich habe mir mal wieder ein neues App-Projekt vorgenommen. Ich möchte eine Focus-Timer-App bauen. Ich war auch vor kurzem erst auf einer Developer-Konferenz, der We Are Developers-Konferenz. Und dort hat sich alles nur um KI gedreht. Wie benutze ich Gen AI, wie benutze ich Agents, alles nur AI. Da dachte ich mir, wird Zeit, dass ich das auch mal ausprobiere. Wie kann ich denn für meine Android-App-Entwicklung ChatGPT wirklich verwenden? Und ist denn der Code, der dabei rauskommt, wirklich brauchbar? Ich benutze ChatGPT 4.1, unschlagbar für Coding, sagt ChatGPT. Und dann fangen wir doch mal an. Ich möchte mir eine Focus-Timer-App bauen mit Jetpack Compose. Macht das Ganze bitte hübsch. Schauen wir mal, was er mir anbietet. Er legt gleich los und schlägt mir Code vor. Das Ziel: cleanes UI, intuitive Bedienung, Animation und ein bisschen Wow. Und wir nehmen uns diesen Code jetzt einfach mal, packen ihn in bester Vibe-Coding-Manier hier in unsere Applikation rein. Ich habe in mühsamer Kleinstarbeit alle fehlenden Imports hinzugefügt. Jetzt ist es an der Zeit, uns den Code mal anzuschauen. Aktuell gibt es noch ein Problem. Der Code baut so noch gar nicht. Er kennt kein Pause-Icon oder ein Play-Arrow-Icon. Nehmen wir jetzt hier einfach mal das Close-Icon. Und da ist sie, unsere Focus-Timer-App. Ja, ich würde sagen, das sieht ungefähr aus wie eine Focus-Timer-App. Kann ich hier irgendwo drücken? Irgendwie sehe ich gar keinen Button zum Drücken. Er hat mir jetzt hier irgendwas gebaut, aber ich weiß gar nicht, wie ich bedienen kann. Unabhängig von der Funktionalität müssen wir einen ganz kritischen Blick auf den Code werfen. Ist das, was die KI uns hier generiert hat, überhaupt brauchbar? Und sollte ich den so in mein Projekt überhaupt übernehmen? Wir fangen erstmal mit der ersten Beobachtung an, dass wir hier ein einzelnes großes Composable haben, in dem alles drin steckt. Kann man machen, wird halt ziemlich groß, das Composable. Dieses Composable alleine ist schon 100 Zeilen Code. Das ist viel zu groß für ein einzelnes Composable. Die zweite Sache, die mir sofort auffällt, ist natürlich auch das ganze State Management hier drin. Ich habe hier lokalen State, der Teil von meinem Composable ist. Ist running, würde ich nicht reinlegen in das Composable selbst. Den Animationsfortschritt, fair enough, den kann man drin lassen. Aber so etwas hier, die ganze Countdown-Logik, das hat in einem Composable gar nichts zu suchen. Das muss einfach in ein View-Model ausgelagert werden. Das Styling sieht auch ganz okay aus, erstmal aus meiner Sicht. Er hat eine Deprecated API genutzt. Naja, sollte man auch nicht tun. Ansonsten haben wir hier unseren Button, den wir einfach nicht sehen. Ich sehe da keinen Button. Ich habe das Gefühl, das hat er falsch gemacht. Also alles in allem zusammengefasst, das Composable ist viel zu groß. Wir haben State in unserem Composable, das wollen wir nicht. Und wir haben die ganze Countdown-Logik auch in unserem Composable. Also im Production Code hat sowas überhaupt nichts verloren. Was mir gefällt, er hat von sich aus schon ein ansprechendes Design gewählt, aber die Codequalität an sich ist einfach nicht ausreichend für uns. Nun müssen wir fairerweise zugeben, wir haben ihm ja auch keinerlei Vorgaben gemacht. Woher soll das LLM denn eigentlich wissen, was wir denn wirklich haben wollen? Das LLM hier hat schon viele Sachen gut gemacht. Es hat nicht halluziniert, es hat sich keine APIs ausgedacht, die es überhaupt nicht gibt. Das habe ich in der Vergangenheit öfters erlebt. Was aber natürlich fehlt, ist jedwege Grundlage von Architektur. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Das LLM ist super schnell im Code schreiben. Wir als Softwareentwickler müssen jetzt dafür sorgen, dass die Architektur passt, dass alle Best Practices eingehalten werden. Diese Verantwortung dürfen wir nie vollständig dem LLM übergeben. Wir benutzen das LLM zum Code generieren, aber bitte auf dem richtigen Weg. Deshalb habe ich mir hier schon mal aufgeschrieben, wie soll meine App denn am Ende aussehen? Welche Features soll sie haben? Was sind die Rahmenbedingungen? Welche Qualitätsziele
Es gibt exemplarische Anwender sogar, User Stories, wichtige MVP-Use Cases. Und ganz, ganz wichtig, es gibt erste Architekturentscheidungen. Wir wollen hier eine klare Trennung von UI und Logik, Model, View, View-Model-Architektur und wir wollen eine Clean-Architektur. Und ich nehme jetzt diese Beschreibung und gebe das mal hier mit für das LLM als zusätzlichen Kontext. Baue mir eine Focus Timer App mit Jetpack Compose. Anforderungen und technischen Rahmenbedingungen findest du in der angehängten Spezifikation. Jetzt schauen wir mal, was daraus kommt. Er hat auf jeden Fall erkannt, was ich ihm mitgegeben habe mit dieser Spezifikation. Es gibt MVP-Funktionen, die ich in meiner App haben möchte. Was hat er denn uns jetzt erstellt? Er hat eine Projektstruktur erkannt, die wir haben möchten. Wir brauchen gewisse Models und Entities. Wir brauchen irgendein Repository. Es gibt ein View-Model für die ganze Session-Logik. Wir haben eine Compose-UI, die dieses View-Model verwendet. Wir haben sogar einen Feedback-Dialog. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn darum gebeten habe, aber hier ist er. Spannend, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Er sagt mir hier sogar, Vorsicht, das ist kein Komplettprodukt, was ich dir hier gebe, aber mit dem Code hier kannst du ganz schnell einen lauffähigen MVP bauen. Das hat er mir vorher nicht gesagt. Vorher hat er mir den Code einfach vor die Nase geschmissen und gesagt, hier, friss oder stirb, das gebe ich dir. Wir übernehmen diesen Code mal in unsere Codebasis. Macht das denn jetzt mehr Sinn, was mir das LLM angeboten hat? Okay, ich habe die fehlenden Imports, soweit es geht, bereinigt. Ich muss sagen, mir tun langsam die Finger weh von den vielen Imports hinzufügen. Und jetzt lasst uns aber mal auf den Code schauen, den uns das LLM hier jetzt beschert hat. Er hat mir hier schon gleich Datentypen generiert, die ich so in eine Room-Database packen kann. Habe ich ihm gesagt, ja, ich möchte meine Daten persistieren. Hier habe ich etwas wie eine Ablenkung, die passiert sein kann. Wird in der Datenbank gespeichert, also bitte sorge dafür, dass es dafür passt. Ich bin kein Room-Datenbank-Experte. Für mich wirkt das auf den ersten Blick ganz sinnvoll. Auch diese Datentypen, die meine Domäne beschreiben, sieht alles gut aus, ist auch schön voneinander getrennt, so wie ich es mir gewünscht habe. Hier haben wir jetzt sowas wie einen Dialog. Ich habe mir gesagt, bitte gib mir ein Feedback am Ende, ein Rating, eine Bemerkung. Und das Ganze speichert er sich auch nicht selber. Er ruft hier einen Callback auf. Diesen Feedback-Dialog kann ich jetzt auch wirklich einbauen und kann ihn mit einem View-Model verknüpfen. Gefällt mir sehr gut. Auch mein Haupt-Composable vorher war das ein riesiges Composable, das alles gemacht hat. Jetzt haben wir ein Composable, das immer noch einiges tut, aber die Größe von dem Composable 30 bis 35 Zeilen Code. Damit bin ich einverstanden. Wir haben jetzt hier ein View-Model, um mir hier Daten abzuholen. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, warum das hier Getter sind, aber ansonsten wird das View-Model zum Beispiel auch verwendet, wenn irgendein Event passiert. Hier gibt es auch unseren Feedback-Dialog, den wir gerade gesehen haben. Passt. Ist gut verdrahtet miteinander, muss ich sagen. Dann schauen wir uns mal das View-Model zuletzt an. Er hat hier jetzt eine Annahme getroffen. Er hat mir hier versucht, ein Hilt-View-Model einzubauen. Dependency Injection finde ich gut. Ich hätte lieber was anderes gehabt. Zum Beispiel Coin. Weil ich habe es ihm halt nicht gesagt. Hinzu kommt, er hat mich auch nicht gefragt. Aber dazu gleich mehr. Er versucht hier ein Focus Session Repository anzuziehen, das es aber überhaupt noch gar nicht gibt. Das hat er mir nicht generiert. Er arbeitet hier direkt mit States. Kann man machen. Aber auch das finde ich nicht super toll. Ja, hier bitte noch Timer-Startlogik anführen. Man erkennt hier doch einige offensichtliche Lücken. So, der erste Vergleich. Es ist schon deutlich besser geworden. Er hat wirklich meine Wünsche und meine Anweisungen respektiert. Unter anderem hat er UI und Logik wirklich sauber voneinander getrennt. Er hat die Komponenten wirklich modular designt. Das ist viel besser als das, was mir das LLM vorher geliefert hat, wo ich ihm gar keine Anweisungen gegeben habe. Da hat er sich wirklich Sachen ausgedacht. Er hat Architekturentscheidungen angenommen. Erstes Learning,
gebt dem LLM unbedingt klare Anforderungen mit. Wir löschen das Ganze jetzt hier nochmal und versuchen es nochmal mit einem noch verfeinerteren Ansatz. Wir beginnen wieder mit unserem Chatfenster und auch dieses Mal kopieren wir unsere Spezifikation hier rein. Auch die initiale Anweisung ist erstmal genauso wie vorher. Nur, dass wir jetzt einen entscheidenden Unterschied einbauen. Bitte generiere mir keinen Code, bis du dir sicher bist, dass du die Aufgabe verstanden hast. Stelle mir so lange Rückfragen, bis du deiner Meinung nach die Aufgabe zu 95% verstanden hast. Er erzählt mir jetzt nun hier zusammengefasst, das alles hat er bisher verstanden. Und hier kommt jetzt eine Reihe von Rückfragen. Er hat sehr viele Rückfragen noch an mich. Wenn wir uns die Fragen mal anschauen, dann sehen wir, er geht hier jetzt schon echt ins Detail rein. Da sind Sachen dabei, da habe ich mir selbst noch keine Gedanken drüber gemacht. Wie soll das Markieren einer Ablenkung funktionieren? Floating Button, Vision oder was anderes? Sollen mehrere Ablenkungen pro Session möglich sein? Hier gibt es spezielle Wünsche bezüglich Dark Mode, Barrierefreiheit. Ja, ein Dark Mode ist natürlich Pflicht für mich als Entwickler. Ohne kann ich gar nicht mehr leben und würde sonst erblinden. All das sind echt gute Fragen. Und jetzt bin ich mal gespannt, mit diesen vielen Rückfragen, was er mir hier anbietet. Er hat mir hier die Kernfunktionen nochmal zusammengefasst von der App aus seiner Sicht. Und das ist jetzt schon echt super detailliert. Und obendrauf hat er sogar noch mehr Rückfragen an mich. Und jetzt habe ich ihm die Fragen auch noch beantwortet und er fragt mich weiterhin Fragen. Das heißt, er ist immer noch nicht bereit gefühlt, um mir Code zu generieren. Finde ich persönlich super, denn hier kann ich jetzt wirklich nochmal eingreifen auf das, was mir die KI am Ende generiert. Über das UI-Konzept, also Icons, Farbvorschlag und so weiter, da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, aber ich interessiere mich wirklich für das Architekturkonzept. Und er schreibt mir jetzt hier wirklich eine detaillierte Sicht auf seine Vorgehensweise, auf sein Architekturkonzept, was er bisher verstanden hat, wie er das Ganze jetzt angehen wird. MVVM, Model, View Model mit Clean Architecture, klare Trennung zwischen UI, Business Logik und Datenhaltung. View Model ist der Vermittler, UI bleibt dumm. Daumen hoch. Klingt echt richtig gut. Das will ich haben. Dann geht es weiter mit dem vorgeschlagenen Architektur-Layern. Zuerst mal gibt es den UI-Layer mit Jetpack Compose, Haken dran. Es gibt mehrere Screens, einen für Onboarding, einen Focus-Timer-Screen, Feedback, Abbruch-Screen, Statistik-Screen. Das Theme muss Dark Mode fähig sein und als Farbschema habe ich ihm gesagt, ja, es soll so ein schönes Engineering Red sein, weil ich das in meinem Kanal auch als Akzentfarbe habe. Es gibt einen View-Model-Layer, es gibt ein View-Model für die Sessions, ein State für die laufende, die nächste Sessions und so weiter und so weiter. Echt super detaillierter Plan, den er mir hier gibt. Und auch im Datenlayer hat er ein Repository vorgesehen, wo die komplette Datenhaltung drin sein wird. Liefert mir die Daten auch als Flow. Vorher hat er mir nur State gegeben, jetzt ist er schon bei Flow. Das heißt, er wird noch advanceder von seiner Technologie. Es gibt eine Room-Datenbank mit Entities und DAO sagt mir jetzt als reiner UIler erstmal nichts, aber ich bin schon sehr gespannt, was das ist. Und auch hier den Hauptdatenfluss hat er mir aufgezeigt, also das ist so der Benutzerablauf in meiner App. Und auch ein paar Besonderheiten und Erweiterbarkeiten für die Zukunft, die ich mir gewünscht habe in der Architektur. Das Ganze soll modular aufgebaut sein, es soll testbar sein. Hier ist nochmal der absolut wichtige Dark Mode aufgeführt, damit ich nicht erblinde beim Nutzen der App. Tech-Stack-Entscheidungen hat er auch nochmal aufgeführt. Kotlin Coroutinen und Flow. Wir erinnern uns, Coroutine und Flow, das hat er vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und sogar nochmal eine Architekturskizze. Wow! Daumen hoch. Ich bin jetzt echt gespannt, was er mir für Code hier generiert. Wenn ich mir jetzt überlege, hätte ich das alles jetzt schreiben müssen, ich wäre damit Tage beschäftigt. Jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich werde immer noch eine gewisse Zeit damit verbringen müssen, diesen Code, den er mir jetzt hier gerade generiert, zu verstehen. Aber ich spare mir so viel Schreibarbeit. Finde ich auch super sympathisch, dass das
LLM schon langsam auf meiner Wellenlänge angekommen ist. Sehr geil, so mag ich das. Let's go. Schauen wir uns den Code an. Er beginnt erstmal mit dem ersten Schritt, Datenmodell und Room Setup. Ich wiederhole mich, ich bin kein Room-Datenbank-Experte, aber das sieht schon echt sehr detailliert aus. Den Code haben wir jetzt schon mal übernommen in unser Projekt. Sieht von den Imports her auch echt alles gut aus. Auch die Beschreibung, die Namen, gefällt mir echt alles gut. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Er bietet mir jetzt hier schon an, ob ich mir hier nochmal tiefer reinschauen möchte in das, was er mir jetzt gebaut hat. Wenn ich mehr Zeit hätte als für dieses Video, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen, weil ich jetzt super neugierig geworden bin, wie dieses ganze Room-Setup denn wirklich funktioniert. Das ist das erste Mal, dass ich eine Room-Datenbank wirklich hier einsetze. In unseren Projekten haben wir eine andere Persistenz. Wir möchten, dass er uns jetzt die View-Model-Logik zeigt, die er sich überlegt hat. Von der Beschreibung gefällt mir erstmal schon mal gut. Er fängt erstmal mit dem ersten View-Model an, mit dem Session-View-Model. Also auch hier, er geht auch selbst bei den View-Models schrittweise vor, damit ich als Entwickler die Chance habe, das alles noch zu verstehen und nachzuvollziehen. Ich übernehme den Code jetzt mal in das Projekt. Auch das haben wir jetzt in unser Projekt übernommen. Und ich muss sagen, das ist jetzt schon echt ganz schön viel Code, den er mir hinschmeißt. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, er hat mir jetzt schon wieder Hilt hier eingebaut. Ist mein Fehler. Ich habe ihm nicht gesagt, ich möchte kein Hilt, sondern ich möchte Coin. Er schreibt mir aber hin, wenn du Hilt für die Dependency Injection verwendest, sonst mach's halt einfach so. Ist fair. Er sagt mir, hey, ich habe hier eine Annahme genommen. Ich bin jetzt einfach nur dafür ausgegangen, wir nehmen Hilt als Dependency Injection. Wenn dem nicht so ist, ja, dann ändern wir es halt nochmal. Wir sind noch lange nicht fertig. Er will mir noch viel, viel mehr Code generieren. Nächster Schritt, Compose UI Basis. Unglaublich, wie viel Code er sofort anfängt zu generieren. Er ist noch nicht fertig, aber ich sehe jetzt schon, er hat sich Gedanken gemacht. Hey, wie sieht denn das Farbschema aus? Auch, dass es hier einen Light- und einen Dark-Modus geben soll. All das hat er berücksichtigt. Wahnsinnig, was er mir hier generiert. Wir machen jetzt mit unserem Flow hier weiter und übernehmen das Ganze einfach erstmal in unser Projekt. Ich muss hier gerade mit dem Kopf schütteln, wenn ich den Code übernehme. Es ist einfach so viel Zeug, das er mir hier generiert hat. Ich verbringe hier gefühlt schon 5 Minuten damit, nur fehlende Imports hinzuzufügen, was ich zugeben muss, was echt nervig ist. Aber ich bin immer echt noch geflashbangt, was der mir hier alles generiert. Wie viel Zeit ich alleine brauchen würde, um den Code hier runterzuschreiben. Stunden. Und der knallt mir das hier in wenigen Minuten hin. Und der limitierende Faktor ist, ich bin einfach nicht schnell genug im Kopieren von dem Ganzen. Er möchte jetzt sogar noch weitergehen mit Navigationssachen. Und Navigation, ja, das kann schon mal ein bisschen tricky sein, ob das LLM das so versteht, wie ich das mir wünsche. Let's go, let's do it. Ready for wiring. Auf jeden Fall habe ich jetzt echt nochmal viel Code von ihm kopieren müssen. Er hat mir sogar jetzt hier die komplette Main Activity überarbeitet mit einer Focus Time App. Also er hat mir hier alles reingeknallt mit einer simplen Logik fürs Routing. Er hat die View-Model miteinander verknüpft. Und wir sind ja immer noch nicht fertig. Er hört nicht mehr auf. Er zeigt mir, wie der Lifecycle zusammenhängt, wie der Datenfluss funktioniert. Dependency Injection brauche ich noch. Datenbank-Setup. Ich brauche noch einen App-Icon. Die App ist so jetzt natürlich noch gar nicht fertig. Aber denkt mal drüber nach, was er uns jetzt hier alles an Code gegeben hat. Er hat uns die Datenklassen gegeben für unsere Datenbank. Er hat uns auch die Methoden generiert, wie wir darauf zugreifen auf unsere Datenbank am Ende. Er hat uns ein Theme generiert mit Farben für Dark und für Light Mode. Er hat uns einen View-Model zusammengesteckt, in dem die ganzen Abläufe drin stecken. Er hat das sogar mit Coroutinen gebaut, wo ich auf die Datenbank zugreife, damit ich den UI-Thread nicht blockiere. Er hat das Ganze aufgesetzt mit Flows. Nichts mehr mit Mutable State, der einfach so im View-Model drin hängt. Er hat mir meinen Session-Screen schon zusammengesteckt mit Abläufen, mit einer echt super cleanen API. Das Composable bekommt hier einen UI-State rein, es hat Callbacks, super gute Architektur.
Und ich könnte jetzt noch viel weiter quatschen und die Sachen durchgehen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Nun, was sind die Takeaways? Kontext ist King. Gib dem LLM das mit, was es braucht und was du willst. Rückfragen stellen lassen. Lass das LLM dir Fragen stellen, um die Sachen zu klären, die nicht ganz klar sind aus deiner Beschreibung. Mir selber sind Sachen aufgefallen, da wusste ich noch gar nicht, hey, was soll ich da eigentlich machen? Der Fokus ändert sich. Ich werde im Zuge dessen jetzt viel weniger Zeit damit aufwenden müssen, erstmal den Code zu schreiben. Ich muss den Code jetzt verstehen. Es ist jetzt wie ein Kollege von mir, der Code schreibt für ein Feature und mir das Ganze zum Review gibt. Und ich muss jetzt bewerten, was passt noch nicht. Ich muss erstmal verstehen, was er da gemacht hat. Aber ich habe mir halt jede Menge Schreibarbeit gespart. Da sind jetzt hunderte Zeilen von Code innerhalb von Minuten entstanden, die so auch schon funktionieren könnten. Das ist unglaublich mächtig als Werkzeug. Und dennoch muss ich sagen, ich würde diesen Code so noch nicht in Production geben. Ich habe ihn noch gar nicht getestet. Ich habe ihn ja noch nicht mal laufen lassen. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie ich so einen Code, den ich von der KI jetzt bekommen habe, denn jetzt auch wirklich testen kann. Wie kann ich dem LLM noch bessere Rahmenbedingungen mitgeben und wo ich verifizieren kann, hey, ist das, was das LLM hier überhaupt generiert? Ist das totaler Quatsch oder ist das echt brauchbar? Bis zum nächsten Mal, wenn wir den Code hier wirklich mal auf Herz und Nieren testen. Und bis es soweit ist, könnt ihr euch hier noch ein weiteres Video zu Chatbot Compose anschauen.